Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute hier bei uns im Beuerberg nachmittags. Wir haben 5 Grad, es ist kalt. Dann haben wir gesagt, heute machen wir lieber mal keine richtige Probefahrt, weil die ganzen Flächen bei uns drumherum, da ist viel Landwirtschaft gewesen und nasse Straßen. Und wir haben hier so einen exzellenten Jaguar XK140, den wollte man nicht schmutzig machen. Und die möchte ich euch jetzt erklären. Also vielleicht ganz erstmal hier zum Interieur möchte ich euch ein paar Dinge zeigen. Auto hat das klassische Jaguar Holzlenkrad. Das kann man hier vorne einstellen, hoch und runter. Der Wagen hat ja zu seinem Vorgänger wesentlich mehr Platz, ungefähr 10 cm. Das heißt, hier passt auch jemand rein, der wirklich groß ist. Ich bin 1,84 m, kann herrlich fahren damit. Dann ist der Wagen von einer wirklich erlesenen Qualität. Schaut euch mal dieses tolle Wurzelholz-Armaturenbrett an. Also wirklich massiv Holz, erstklassig englisch gearbeitet. Hier sind die schönen originalen Smith-Instrumente, gehen bis 240 Stundenkilometer. Das Auto hat immerhin 210 PS gehabt, ist gut 200 Stundenkilometer schnell gewesen mit seinen 6 Zylinder. Hier Petrol, also Gasolin, Petrol. Hier vorne Wasser und Öl, Wasser und Öl und hier der entsprechende Drehzahlmesser. Auto ist gelaufen in den USA, ist dann vor ungefähr 20 Jahren nach Deutschland gekommen und ist von der Firma Streichert in Göttingen restauriert worden. Die kenne ich gut. Der Streichert hat heute auch ein gewisses Alter, der macht das jetzt nicht mehr, ist aber dafür bekannt, dass er gute Arbeit macht. Und der Besitzer, der das Auto seinerzeit von Herrn Streichert gekauft hat, hat ihn dann nach 10 Jahren nochmal restaurieren lassen, und zwar komplett in der Karosserie in einer einmaligen Qualität. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Also der Wagen ist hier innen, könnt ihr sehen, dieses wunderschöne grüne Leder, außen englisches Grün, das ist ja klassisch, dunkelgrün, innen grüne Schalensitze, und er hat glücklicherweise eins, auch wenn es nicht original ist, das sind die Kopfstützen. Ich habe immer wieder gehört von Unfällen, von schweren Unfällen mit Oldtimern, und wenn ihr dann einen Unfall habt und der Kopf schlicht zurück, ist die Birne weg, abgeknickt, und das muss nicht sein. Das hat er hier glücklicherweise gemacht, fühle ich mich auch wesentlich sicherer bei Probefahrten. Also er hat tolles grünes Interieur, was nicht mal ganz neu ist, was schon leicht patiniert ist, aber ist im ganzen Interieur mit einer erstklassigen Qualität gearbeitet. Das ist richtig toll, ich fühle mich richtig wohl. Der Wagen hat übrigens Overdrive, hat ein 4-Gang-Getriebe. So, ich steige jetzt mal aus und ich zeige euch noch ein bisschen mehr von dem Wagen. Denn das Tolle beim Jaguar XK140 ist ja wirklich diese fantastische Form von dem Wagen. Das ist einer der schönsten Designformen, finde ich, die es gibt aus den 50er Jahren. Ist ja erst losgegangen mit dem XK120, so ungefähr Baujahr 1950. Der war aber relativ kurz, da sitzt ihr immer so im Auto, das ist nicht so ganz einfach. Wenn man da 1,70 m groß ist, macht das gehen. Bei 1,80 m, 1,90 m ist es ein bisschen schwieriger. Hier haben sie ihn 10 cm länger gemacht. Der hat diese ganz starke 210 PS Maschine, der sogenannte SE-Kopf. Dann hat er 4 Scheibenbremsen, was zu der Zeit schon eine absolute Rarität war, ganz, ganz selten. Damals gab es eigentlich noch keine Scheibenbremsen bei den Autos, kam ja auch bei Mercedes erst in den 60er Jahren auf. Und dann schaut euch mal diese wirklich grandiose Form an. Also dieses wunderschöne geteilte diese wunderschön geteilte Frontscheibe hier. Und was dazu kommt, der ist eben qualitativ, der hat überhaupt keine Pickel am Rost hier, also Pickelchen auf der Scheibe am Chrom. Das ist alles in einem wirklich perfekten Zustand. Schaut euch mal bitte hier die Spaltmaße an, wie das alles sitzt und passt bei dem Wagen. Schaut euch mal hier den Chrom an, da rosten sie gerne. Das hat er alles machen lassen. Er hat mir erzählt, dass die letzte Restaurierung in 2015, wo er praktisch auf die Restaurierung nochmal drauf restauriert hat, ungefähr 50.000 € gekostet hat. Jetzt hier in Deutschland gemacht. Wir haben ein Gutachten, das zeige ich euch gleich mal, Classic Data, Zustand 1- schreiben die. Ja, und schaut mal hier. Also ob das jetzt die Original Jaguar Plättchen sind, steht ja hier drauf, XK140, Coventry, England, da kommt der Wagen her. Guck mal hier, auch hier, die sind ja meistens immer alle kaputt, pickelig oder so. Das ist alles neuwertig bei dem Auto. Also man kann sagen, das ist einer der besten XK140, die wir bisher gehabt haben. Der Wagen steht erstklassig da, und das ist vielleicht auch ganz interessant, Paul, vielleicht zeigst du das mal kurz. So ein Auto ist ja auch mal wichtig, wie ist der in der Fläche gemacht? Schaut mal hier. Die XKs haben alle Schwierigkeiten mit der Türpassung. Guck mal hier, wie das sitzt, wie hier der Spaltmaß sitzt, wie glatt die Fläche ist. Ein erstklassiger Lackierer hat hier Hand angelegt. Und schaut mal das hier, immer eine Problemzone beim XK140 oder 120. Also besser kann man es nicht machen. Ich habe die Autos schon original gehabt, die waren original teilweise nicht ganz gerade.
Dann hat er hier die Flügelmuttern, hier hat er die Originalspeichen. Also der Wagen ist auch genau so gebaut worden, wie er seinerzeit das Werk in Coventry verlassen hat. Hier die schönen 140er Rückleuchten, die geteilten Stoßstangen mit großen Hörnern, alles in einem fast neuwertigen Zustand. Schaut mal hier dieses tolle Jaguar-Logo, die haben wir dann 1951 Le Mans mitgewonnen. Dementsprechend machen sie natürlich Werbung. Hier XK140 Jaguar war ein Riesenerfolg damals für die Marke Jaguar. Und in Anfang der 50er Jahre ist das einer der schnellsten Fahrzeuge überhaupt gewesen. Und das Interessante bei dem Wagen, also man hat eine Leistung wie ein 300 SL, man zahlt aber deutlich weniger. Also diese Autos liegen ja heute immer unter 200.000 Euro. Dieser hier, weil er Top-Qualität hat, natürlich auch über 100.000 Euro. Ist aber preislich sehr interessant und hat eine Qualität. Und zwar in jedem Detail, wo man hier guckt, wie sie üblicherweise beim Jaguar sehr, sehr selten angetroffen werden. Also gibt es nicht viele in dieser Güte. Auch hier die Persenning ist toll gemacht. Schaut mal hier, das ist wirklich alles erstklassig verarbeitet. Auch dieses schöne, schwere Leder, nicht dieses Handschuhleder. Die Ledersitze, Schalensitze habe ich auch schon gezeigt eben gerade. Ja, und qualitativ auch hier die Ausfährfensterchen. Guck mal, da ist überhaupt nichts kaputt. Das ist wirklich perfekt nachgearbeitet worden. Also ich habe, nachdem wir hier geschaut worden, bisher noch überhaupt gar keine Fehler oder Probleme gesehen. Auch die Maschine läuft seidenweich. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich starte den noch mal. Auch der gesamte Motorraum ist aufgeräumt, ist absolut sauber. Tja. Wie gesagt, so hören sich 210 PS an von 6 Zylindern. Maschine hat 3,5 Liter Hubraum, also auch schöne große Kolben. Hier C-Type steht hier übrigens auf dem Zylinderkopf. Hier könnt ihr das sehen, hier vorne Jaguar C-Type. So muss eine XK-Maschine aus. Unser Service hat das jetzt noch nicht richtig aufpoliert. Das kriegt man noch ein bisschen schöner poliert. Wichtig ist aber, es sind die ganzen Original-Typenschilder da. Ist alles dort vorne verteilt. Das sind auch die alten bei dem Auto. Und der Innenraum, die beiden Vergaser, alles hervorragend im Zustand. Also das ist ein Auto, da könnt ihr euch reinsetzen, fahrt die nächsten 300 Kilometer ohne Schwierigkeiten und auch weiter. Hervorragender Zustand. Ich wüsste nicht, was man daran machen kann. Er hat einen Sonderlüfterpropeller, er ist auch gefahren worden, damit er nicht zu heiß wird hier vorne. Und der Gesamtzustand, ich glaube, das konnt ihr sehen. Also wir haben nicht einen Mangel entdeckt bisher. Es kann natürlich, wisst ihr, alte Autos, da kann das sein, das ist 60, 70 Jahre alt, so ein Teil. Da kann immer irgendwas sein. Das muss ich einfach wissen. Und ein Oldtimer-Liebhaber, der so einen Wagen hat, der muss immer 5.000 bis 10.000 Euro in der Tasche haben. Das ist einfach so, das geht nicht anders. Dafür habt ihr einen großen Vorteil. Wenn ihr euch für 180.000 eine S-Klasse kauft, dann ist sie nach einem Jahr die Hälfte wert. Und der hat vielleicht mal eine Reparatur für 5.000 Euro, aber der Wert bleibt nicht nur stabil, der steigt. Und das ist eben der große Unterschied. Also rein wirtschaftlich lohnt sich das immer. Verbrauch von so einem Auto, ich sag mal zwischen 11 und 17 Liter, je nachdem wie man ihn fährt. Man kann ihn mit 12, 13 Litern bewegen. Er hat richtig Dampf, er ist in 10 Sekunden auf 100, läuft seine gut 210 Stundenkilometer und das ist für so einen Wagen mit Scheibenbremsen, konnte man auch fahren. Der ist gut geradeaus gelaufen, er hat gut gebremst, sehr, sehr sicher zu machen. Übrigens gab es eine XK140 in 3 Versionen. XK140 Cabriolet, das ist hier unser Cabrio, das heißt, dass das Verdeck hinten auf der Karosserie liegt. Dann gab es einen XK140 Roadster, das waren dann die OTS. Da ist ein ganz ungefüttertes Verdeck hinten hinter der Karosse verschwunden, in der Karosse. Und dann gab es das XK140 Coupé. Ja, unser Auto ist ein Cabrio. Wir machen jetzt mal ganz kurz das Dach drauf. Das wird ja von euch immer gewünscht, dass wir Dach rauf und Dach runter. Manchmal machen wir es, manchmal vergessen wir es ganz einfach. Hier machen wir es, könnt ihr sehen, ist ein gefüttertes Verdeck. Auch hier von absolut toller Qualität hier vorne mit Holz und da ist nichts kaputt. Das ist alles super gearbeitet an dem Auto. Ganz ruhig reinlegen, naja. Man sieht sogar das in Wabenfarbe. Also hier hat sich jemand richtig Mühe gegeben, im Detail erstklassig zu sein. So, machen wir mal drauf.
So, kurz mal spannen, da müssen die Hebelchen zugemacht werden. Ich drücke hier kurz runter. Auch das Verdeck ist neuwertig bei dem Auto, könnt ihr sehen. Ja, Franz macht das für uns. Wunderbar. Also es ist ein bisschen staubig, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Der Wagen war ja auch im Einsatz. Übrigens ist der Eigentümer von dem Auto 20.000 Kilometer mit dem Wagen gefahren, hat ihn sehr, sehr lange besessen, hat gesagt, der ist immer toll gelaufen, er hatte nie irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme. Und man kann wirklich sagen, es ist ein sehr gutes Auto. Also wenn ein Classic Data Gutachten, das habe ich jetzt hier für euch. Das ist nicht nur von Classic Data, das ist auch ziemlich dick hier. Das ist umfangreich. Die machen öfter mal kürzere Gutachten, das ist das hier nicht. Auch von unten fotografiert, also alles Vorderachse, alles neuwertig gemacht, Lenkgetriebe ist dicht, die Spurstangen sowie alles nicht ausgeschlagen. Also es hat ein hervorragendes Gutachten, was den Wagen exakt beschreibt. Das ist auch sehr neu, das Gutachten, das ist ein Jahr alt, nicht immer ein Jahr, nicht immer 22.10., doch genau ein Jahr alt. Älter ist das nicht und sehr umfangreiches Auto ist 1956 übrigens gebaut. Hier stehen die 3,5 Liter Hubraum, was er hat und Leistung abgelesen 20.000 Kilometer. Also das hat er gelaufen seit null. Als er das Auto bekommen hat, hier sind übrigens die ganzen originalen Plättchen dabei, wie sich's gehört bei dem Auto. Es ist wirklich alles vorhanden. Und Zustandsnote 1- schreiben die. Also für mich ist das eine 2. Ich bin da mal ein bisschen vorsichtiger. Aber ich kann euch sagen, das ist einer der besten XKs, die wir bisher gehabt haben. Der ist wirklich absolut toll, voll restauriert. Wir wissen, wer es gemacht hat. Ist alles in Deutschland gemacht worden und wirklich von einer absoluten Güte. Kann man nicht anders sagen. Auto läuft gut, Maschine springt schlagartig an. Ein richtig schöner Wagen. Ja, wir haben jetzt im Winter, wird das öfter mal vorkommen, dass wir mal so Kurzfilmchen machen. Gut, die dauern wahrscheinlich auch eine Viertelstunde, aber wir müssen immer gucken, wenn die Straßen nass oder schmutzig sind, fahren wir solche Autos nicht. Würde ich euch auch nicht empfehlen. Uns ist es lieber, wir machen es ein bisschen kürzer und zeigen euch da ein bisschen mehr. Wir haben die letzten Tage wieder ganz, ganz viele neue Autos bekommen. Tolle Sachen. Ich finde es auch toll, dass ihr uns da so unterstützt, so schöne Sachen anvertraut. Brauchen wir auch. Übrigens in Kürze sind wir jetzt in Hamburg, 1.1., das ist in 8 Wochen. Also wer richtig tolle Preziosen hat, bitte ruft mich an. 080 36 70 04. Ich bin das nächste Vierteljahr nur unterwegs. Guck mir das an, denn wir wollen da oben mit einem Bestand von 100 Fahrzeugen starten und das muss nur Topware sein. Nichts anderes kommt für uns in Frage. Wenn ihr ein super Auto habt, bitte mich anrufen, ich besuche euch. Wir kaufen übrigens Autos auch an, je nachdem wie es passt. Ja, schaut euch den XK noch ein bisschen an, das ist wirklich ein fantastischer Wagen. Kann ich euch absolut empfehlen, wer XK 140 Fan ist. Wird sich sehr, sehr schwer tun, einen besseren oder einen schöneren zu finden. Er hat auch die optimale Farbe. Er ist klasse restauriert, er hat eine komplette Historie. Steht hier jetzt bei uns in Beuerberg. Ja, und in dem Sinne darf ich mich für euch verabschieden. Wünsche euch alles Gute. Bleibt weiterhin gesund. Ist ja Corona wieder nervig, aber ich glaube, nächstes Jahr haben wir das wirklich hinter uns. Ja, bis zum nächsten Film. Euer Stefan Luftschütz. Alles Gute, bis dann und ciao.